Ich kann ja das, was mich täglich beeinflusst, kann ich ja sozusagen gar nicht einzeln auseinandernehmen und feststellen, was es ist. Also natürlich denke ich, dass mich natürlich alles beeinflusst. Also ich meine, wie jeden anderen Menschen ja auch. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich durch die Stadt gehe oder irgendwo hingehe und nach einer Inspiration suche. Denn das geht auch gar nicht. Die findet man ja gerade dann nicht, wenn man danach suchen würde. Ich glaube, dass alles in allem die vorherige Arbeit ganz, ganz wichtig ist, so als Nährboden für die danach kommt. Und je mehr Arbeiten es werden tatsächlich, desto mehr, zumindest bei mir persönlich, ist mir auch klar, was ich da eigentlich tue. Für mich ist es auch ein bisschen wie ein Lernprozess. Ich lerne, wo ich mich meines Erachtens nach richtig formuliert habe, wo ich mich meines Erachtens nach nicht richtig formuliert habe oder mich besser formulieren kann. Es ist nicht so, dass ich irgendeine Begegnung hatte. Das war wirklich für mich von Anfang an und schon immer klar. Und natürlich hatte ich das große Glück, in einem Haushalt aufzuwachsen, der mir das auch vorgezeigt hat, was das denn überhaupt heißt, wenn man ein Künstler ist. Meine Arbeit entsteht ja aus meinem eigenen Antrieb und meinem eigenen Interesse, aber natürlich möchte ich auch damit etwas erzeugen. Ich möchte, dass Sachen lesbar sind. Und ich denke, dass natürlich Gegenstände wie Spiegel und Uhren und Steine, zumindest sozusagen in unserem Kulturkreis, für alle mehr oder weniger ähnlich entschlüsselt werden. Das bedeutet nicht, dass ich eine Interpretation vorgebe, aber ich benutze ja ganz bewusst eben diese symbolhaften Dinge, um aus dieser sozusagen Formsprache wieder was zu sagen oder was zu komponieren. Wenn man selber sich fragt, was Zeit ist, dieser Begriff umfasst ja so viel und so wenig, dass es ja eigentlich nicht wirklich eine Erklärung dafür gibt. Und was ich versuche, ist, dass ich mir sozusagen diese Modelle vornehme. Ne? Also deswegen taucht eben diese Uhr sehr oft bei mir auf, als vielleicht so das symbolreichste und plakativste Motiv ist, wie wir eben so etwas wie Realität strukturieren. Die Erde ist einer der wenigen Erdkrustenplaneten und das ist ja nichts anderes als ein Stein, wenn man es so möchte. Also steht für mich eben irgendeine Art von Stein auch immer für dieses Gesamtgefüge des Planetensystems und des Kosmos und somit eben auch des Lebens an sich symbolisch. Also es gibt irgendwie ein Thema, was mich beschäftigt oder ein Problem, was mich beschäftigt und dann suche ich erstmal gedanklich nach einem Weg, um mich damit auseinanderzusetzen und danach suche ich sozusagen nach der Form, die das Ganze bekommen soll. Das ist für mich immer wieder auch so eine Infragestellung von eben gegebenen Systemen und Wahrheit. Einfach, warum ist das so? Warum nimmt man etwas an? Wer behauptet, dass diese Wahrheit so und so ist und nicht anders? Und je weiter man sich philosophisch vorkämpft, desto weniger Wahrheiten gibt es ja eigentlich. Und desto mehr für jede These gibt es genauso eine Antithese. Und somit wird ja alles doch sehr zweifelhaft. Und dennoch brauchen wir natürlich so eine Realitätsstruktur, um uns irgendwie in der Alltagswelt irgendwie zu bewegen. Ich bin ja auch keine Wissenschaftlerin und es ist ja auch überhaupt nicht meine Intention, wissenschaftlich irgendwas zu vermitteln. Aber es ist schon so, dass mich eigentlich diese Befragung der Welt oder woraus die Welt ist und warum es so ist, wie es ist, sehr interessiert. Und ich denke mal, das ist so das Hauptmotiv eigentlich auch der Menschheit, warum wir sozusagen immer weitermachen und immer weiter forschen und immer weiter versuchen, über unseren eigenen, doch recht eingeschränkten Horizont hinauszuschauen. Wenn, dann kritisiere ich überhaupt nicht die Wissenschaft, sondern ich kritisiere ja eher so diese Leichtgläubigkeit, die man eben an diese anscheinend erbrachten Wahrheit zu haben meint. Also, und wie schnell sich das ändert, wissen wir ja irgendwie alle. Und wie schnell eine Theorie, die sozusagen noch von allen als absolutes Dogma gesehen, im nächsten Moment eben überhaupt nicht mehr als wahr zu bezeichnen ist. Eigentlich interessiert mich genau dieser Zwischenraum zwischen dem, was eigentlich nicht mehr vorstellbar ist und dem, was dann sozusagen noch gefühlt und erdacht werden kann und auch mit dieser hilflosen Emotion, die eigentlich daraus entsteht. Natürlich ist es so, dass wir hier im Atelier auch gemeinsam Lösungswege suchen und finden und je mehr Ideen da ja beitragen, umso einfacher geht es auch.
Ich versuche eigentlich immer den direktesten Weg zu wählen, dass die Dinge sozusagen an sich sprechen. Die bewegte Leere des Moments, sozusagen diese zwei Objekte umkreisen ja eine Leere. Und diese Leere ist ja für mich auch ein entscheidendes Problem, auch in der Wahrheit- oder Realitätswahrnehmung. Denn das ist genau eins dieser Probleme, die man kaum formulieren kann. Für mich ist es auch ein bisschen so, dass wir auch Objekte sind, die eben in diesem verzweifelten Versuch herauszufinden, wo wir herkommen und warum diese Dinge so sind, wie sie sind, ja eigentlich für immer und ewig darin verloren sind, ständig darum rumzukreisen. Der Stein bewegt sich quasi auf einer inneren Umlaufbahn und die Uhr befindet sich auf einer äußeren. Und sie stehen für mich symbolisch ganz klar für Materie und Antimaterie. Antimaterie im Sinne von Zeit, die halt nichtet, die Materie auflöst und sie zu ihrem Ende bringt. Und der Stein symbolisch als Materie, eins der grundlegendsten Dinge, die eben unseren Planeten Erde und somit unser Leben möglich machen. Diese Dinge spiegeln sich ins Unendliche in diesen verspiegelten Scheiben der Stirnrotunde. Der räumliche Rahmen dieser Rotunde wird ja damit komplett aufgelöst. Das heißt, dass eben auch der Raum an sich in Frage gestellt wird. Und durch diese Spiegel und den Scheiben wird ja dieser Moment ins Endliche getragen. Und der Vorteil des Gegebenen ist meines Erachtens nach ganz klar diese Höhe, die dort drin ist, in einem quasi geschlossenen Raum, der dennoch ein Durchgangsraum ist. Und eben diese kreisförmige Form des Inneren. Und genau diese zwei für mich daliegenden Vorteile habe ich ja genau für diese Installation genutzt. Also genau das braucht diese Installation und genau dort geht es eigentlich auch nur.